Hallo Holzfreunde! Der Jahreswechsel rückt wieder ein wenig näher. Damit euch zwischen den ganzen Feiertagen nicht ganz so langweilig ist, habe ich für euch einen kleinen Zusammenschnitt über die schönsten und besten Videos des Jahres 2025 erstellt. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Angefangen haben wir das Jahr mit einem Umbau eines IKEA-Schrankes. Der hatte zuvor nur eine Kleiderstange. Ich wollte diesen aber mit mehr Einlegeböden umgestalten. Das Ganze habe ich im aufgebauten Zustand gemacht. Das habe ich mit Holzdübeln und einer Bohrschablone umgesetzt und ein 32er Lochsystem. Auch im Schrank habe ich dann mit meiner selbstgebauten Schablone gearbeitet. Das hat hervorragend funktioniert. Und am Ende ist dann ein schöner Schrank herausgekommen mit sehr vielen Fachböden. Dann habe ich noch 2 Feierabendprojekte gemacht. Das sind Projekte, die man gut und gerne mal an einem Nachmittag erledigen kann. Einmal handelt es sich hier um diesen Kerzenständer für Teelichter. Die habe ich mit Hilfe einer Schablone und mit Hilfe eines Kopierfräsers mit Anlaufring gefertigt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Ein Kerzenständer mit 2 verschiedenen Holzarten. Und kurz vor Weihnachten das zweite Feierabendprojekt, diesen 3D-Weihnachtsstern. Den habe ich mit Hilfe einer Spannvorrichtung und einer Kappsäge gefertigt. Der macht also ordentlich was her. Ich habe aus dem Video dann noch einen Short gemacht. Da habe ich dann hinter diesem Weihnachtsstern eine Lichterkette geklebt. Und der hängt jetzt noch bei mir. Eine Lampe durfte auch dieses Jahr nicht fehlen. Aus Nussbaum und Ahorn habe ich diese Bodenlampe gebaut. Das war ein tolles Projekt und gar nicht so schwer, wie es aussieht. Umgesetzt habe ich das Ganze mit einer Spannvorrichtung und mit meiner Tischkreissäge. Die beiden Holzarten bilden einen tollen Kontrast, der nach dem Ölen so richtig rauskommt. In die Lampe kam dann ein farbiger LED-Streifen und die Lampe macht mir immer noch Spaß. Dann gab es ein Projekt über das Gewindeschneiden direkt in Holz. Das Video wurde als Short erstellt und ist sehr spannend. Dann gab es noch ein Video, wie man fügt, ohne dass man eine Abrichte gebraucht. Auch ein schönes Video, man muss sich nur zu helfen wissen. Dann gab es noch ein paar Werkzeugvorstellungen. Kurios fand ich diesen Nagelzieher. Von dem hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Aber das Gerät war der absolute Hammer. Die Nägel flogen nur so aus dem Holz.
Und das alles ohne Anstrengung. Dann gab es noch die Vorstellung eines Längenanschlags für meine Festool Tischkreissäge. Auch ein sehr interessantes Teil, nutze ich bis heute. Und dann gab es noch eine ganze Menge weitere Werkzeugvideos. Hier der Silent Kompressor oder auch Flüsterkompressor. Dann habe ich noch diese Frässchablone für Domino-Dübel für euch getestet. Damit waren die Dübellöcher absolut genau. Und die Schablone hat mir so gut gefallen, dass ich dann gleich damit einen Schrank gebaut habe. Das wurde dann ein Schrank mit minimalen Holzeinsatz in der sogenannten Stollenbauweise. Auch ein super schönes Video, hat mir super viel Spaß gemacht. Ein zusätzliches Video gab es dann noch über den Bau von Schubladen. Wie man diese möglichst schnell und unkompliziert bauen kann. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt diesem doch einen Like. Das hilft mir, für euch weitere Videos zu produzieren. Und besucht auch meine Webseite. Dort könnt ihr kostenlos Bauanleitungen herunterladen und erfahrt einiges über meine Werkzeuge, die ich mal bei meinen Projekten einsetze. Des Weiteren gab es noch ein Video übers Furnieren ohne Wartezeit mit einem Kontaktkleber. Das fand ich war auch ein sehr interessantes Video. Ich habe das natürlich auch gleich ausprobiert und es hat super funktioniert. Das Furnieren hat super geklappt. Ich konnte gleich weiterarbeiten und die Kanten beschneiden und schleifen. Das Video ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, und am Ende kam dann noch ein Video, wie man eine Bandsäge richtig einstellt. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Jahreswechsel. Ich werde meine Erkältung erstmal ein wenig auskurieren. Bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch eine schöne Zeit.